Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um den Hyundai i30 und ich hatte ja bei dem letzten Video, wo wir Service gemacht haben, hatten wir euch ja gezeigt, hier die entsprechende Luftleitung, die vom Luftfilter zur Drosselklappe geht, dass sich hier kommt ja Kurbelgehäuseentlüftung hin und darum soll es heute auch gehen. Die Original-Kurbelgehäuseentlüftung, die ist wohl nicht so schön sauber konstruiert, beziehungsweise wenn hier halt viel Kurzstrecke gefahren wird, sammelt sich hier Schmodder, also Öl-Wasser-Schlamm und den spült es teilweise oder drückt es teilweise bis kurz vor die Drosselklappe. Zumindest war das bei uns im ersten Service so. Jetzt haben wir ja kürzere Serviceintervalle und gucken hier mal rein und seitdem ist es jetzt nicht mehr bis nach ganz oben gekommen, aber wir hatten halt auch schon wieder Schmodderansätze hier am Luftfilterkasten. Und heute wollen wir jetzt mal versuchen, eine entsprechende Aftermarket-Kurbelgehäuseentlüftung hier zwischenzuschalten, dass wir, wenn wir hier unten, sitzt eigentlich die originale Kurbelgehäuseentlüftung und die drückt dann diese Öl-Wasser-Dämpfe aus diesem Anschluss dort unten. Ich markiere euch das jetzt mal in der Videonachbearbeitung. Aus dem Anschluss drückt die hier oben an den Luftfilter oder an den Luftfilterkasten oder an den Schlauch vom Luftfilterkasten. Und was wir jetzt gemacht haben, erstmal nur provisorisch, um zu gucken, ob das Auto damit klarkommt. Wir haben da unten einen entsprechenden großen Schlauch genommen, der da drauf passt. Dann so ein Verbindungsstück wie hier, ist auch da unten dazwischen, allerdings halt aus Plastik. Wie gesagt, alles erstmal nur provisorisch. Geht jetzt in die Catchcan rein. Dort wird das Ganze gefiltert. Geht dann wieder raus aus der Catchcan, hier über eine extra Leitung, auch wieder eben mit so einem Adapterstück, dann zurück in den Luftfilterkasten. Und die Idee ist, dass wir dadurch eben die Rückstände, die sich hier in Richtung Drosselklappe und Luftfilterkasten bewegen, dass wir die minimieren können und dass wir da wegkommen, dass da eben so viel Öl-Wasserschlamm sich absammelt. Von der Befestigung haben wir uns jetzt hier so ein kleines U-Profil geholt, was unten offen ist. Da gibt es hier schon eine Schraube, die wir weiterverwendet haben, wo wir das befestigen können. Und dann würden wir die Catchcan hier montieren. Noch sind die Leitungen ein Stückchen zu lang. Das ist aber, wie gesagt, jetzt erstmal nur eben, um den ersten Start zu machen, um zu gucken, wie verhält sich das. Und später müssen wir dann hier auch alles mit Schlauchfällen befestigen und eben auch hier drüben die Catchcan. Und wir schauen jetzt einmal, was er sagt, wenn er angeht, ob alles passt oder ob gleich irgendwas wegfliegt und wir noch mal ein bisschen tiefer die Schläuche reinschieben müssen und würden das dann fertig montieren und zeigen euch das Ergebnis. Also die Idee ist, wie gesagt, zu reduzieren, dass da so viel Öl-Wasserschlamm sich bildet. Läuft erstmal, klingt auch nicht schlecht. Schläuche sind noch drauf, haben jetzt hier keine Last. Sieht gut aus. Jetzt müssen wir einmal gucken im Innenraum, wenn wir ihn ein bisschen haben laufen lassen, ob irgendwo eine Fehlermeldung kommt. Aber insgesamt finde ich, klingt das erstmal unverdächtig. Zur Not, wir haben auch noch die ganzen Originalteile, oder was heißt die ganzen? Im Endeffekt ist es nur ein einziges Teil, und zwar dieses Schlauchstück. Das ist halt normalerweise hier so drin, was dann von der Kurbelgehäuseentlüftung hier in den Ansaugschlauch geht. Also das ist das einzige Teil, was wir jetzt abgebaut haben, also auch minimalinvasiv. Kann man also jederzeit auch wieder zurückrüsten. Wie gesagt, wir versuchen es jetzt, ob wir dadurch eben die Möglichkeit haben, diese Öl- und Wasserschleimrückstände da zu minimieren, weil im Idealfall sammeln die sich dann in der Catchcan. Die kann man eben ab und an mal leeren und hier drüben kommt im Idealfall nur noch warme Luft, was eigentlich das Beste wäre. Wir lassen ihn noch ein bisschen laufen und schauen, dass wir das dann, wenn keine Fehlermeldung kommt, ordentlich verbauen und dann zeigen wir euch das nochmal. So, jetzt hattet ihr gesehen, wir haben ihn laufen lassen. Es ist selbst, obwohl wir es nur alles provisorisch gesteckt haben, es kam jetzt nirgends Luft raus. Motor hat auch ganz normal geklungen, keine Fehlermeldung. Also es ist ja auch jetzt hier nur Luft. Klar, wir haben gegebenenfalls jetzt hier eine gewisse Beschleunigung, da wo sich es verjüngt. Also hier ist ja sozusagen der Eingang, da kommt ja dann die schmutzige Luft. Hier verjüngt sich, das heißt, hier wird sie ein bisschen beschleunigt in Richtung Eingang Catchcan. Hier drin ist es ja ein großes Gefäß, das heißt, da kann sich die Geschwindigkeit wieder abbauen. Dann geht die Luft hier durch und hier wird sie dann wieder langsamer. Also wahrscheinlich ist es ein Unterschied, aber ich hätte jetzt gesagt, das Auto merkt das nicht, weil an der Stelle ja ohnehin eigentlich gar nicht die Luft kommt, die für das Auto relevant ist. Und die Luft kommt ja trotzdem. Sie wird, wie gesagt, vielleicht ein bisschen beschleunigt und wieder entschleunigt. Unterm Strich soll es aber kein Problem sein. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben hier schon entsprechend, da hatte ich eine groß genug Federklemme, die haben wir montiert in unserem Adapter. Hier zwischen sitzt ja so ein Adapter, so wie hier. Hier haben wir jetzt halt eine Schlauchstelle genommen, weil ich keine große Federklemme hatte. Den stecken wir jetzt unten auf den Ausgang. Das heißt, da kommt die schmutzige Luft, wie gesagt, raus. Dann geht das hier mehr oder weniger gerade in Richtung Catchcan, wo der Eingang ist.
Da wird jetzt gefiltert und hier seht ihr schon, den müssen wir noch ein bisschen kürzen und dann geht hier der Ausgang wieder in Richtung Ansaugung und dann sollte das tutti sein. Wir montieren das jetzt, kürzen den nochmal und dann zeigen wir euch gleich nochmal das Ergebnis. Ansonsten hier haben wir die Can jetzt so ein bisschen schief oder schräg montiert, aus dem Grund, da hier die Freigängigkeit ein bisschen, war halt wenig Freigängigkeit vorhanden. Der Motor kippt ja auch ein bisschen im Betrieb. Das heißt, wir haben das jetzt ein bisschen schräg angesetzt, dass man da eben nochmal Platz hat. Wird sich dann halt zeigen, aber hier kann auch eigentlich nichts passieren, selbst wenn das jetzt ein bisschen verrutscht. So stark kippt der Motor auch wieder nicht und man kann es ja von Zeit zu Zeit kontrollieren. Wie gesagt, wir bauen jetzt fertig und dann zeigen wir euch das gleich nochmal. So, wir haben jetzt hier ein bisschen eskalieren müssen. Ihr seht schon, Luftfilterkasten ist draußen. Der liegt jetzt dort, lässt sich leicht lösen, ist verriegelt an den 3 Punkten. Wir haben hier unten und auch entsprechend dort den Punkt, wo der Luftfilterkasten verriegelt wird. Die muss man lösen. Um diese Schraube hier zu lösen, muss man allerdings, hier ist noch so ein Luftsammler von der Front, der wird hier angebracht und der ist hier verschraubt mit einer 10er Schraube auf der Seite und auf der Seite. Das heißt, den muss man mit einem Mausschlüssel lösen. Dann kann man diesen Zuleitungsschlauch hier wegnehmen, dann kommt man an die 3. Schraube und dann kann man den Luftfilterkasten einfach nach oben nehmen. Das haben wir jetzt gemacht, um eben hier den Schlauch, unser neues Zwischenstück, um dem eben entsprechend wirklich schön anbringen zu können, haben wir jetzt hier mit Schlauchstellen nach der Wulst, sodass da nichts verrutschen kann an beiden Stellen. Hier, wie gesagt, mit einer entsprechenden Federklemme. Dafür, damit wir das hier ganz raufschieben konnten, weil das war sehr schwierig. Wir haben hier einen 25er Schlauch genommen, das größte, was wir gefunden haben. Haben wir hier die Kurbelgehäuseentlüftung, oder ich gehe mal davon aus, dass es die ist, haben wir die gelöst. Da hat es ja 4 Schrauben. Ne? Und dann hatten wir die Möglichkeit, hier ein bisschen mehr Platz, dann auch mehr Kraft aufzuwenden. Also wenn ihr das so nicht schafft, den Schlauch anzubringen, wenn ihr das nachbaut, am besten Luftfilterkasten raus, dann habt ihr da genügend Platz. Jetzt bauen wir den Luftfilterkasten alles wieder ein, verbinden hier unseren Eingangsschlauch in die Oil Catch Can, den Ausgangsschlauch und dann zeigen wir euch das nochmal. So, wir haben jetzt hier alles wieder entsprechend verbaut und verlegt. Wir müssen jetzt noch hier die entsprechenden Schellen wieder festziehen. Ansonsten die Ansaugung, von der ich gesprochen habe, wo hier die Luft angesaugt wird in Richtung Luftfilterkasten, die haben wir jetzt wieder verbaut. Luftfilterkasten ist verbaut und festgeschraubt und wie gesagt sind nur noch die Schellen. Ansonsten haben wir hier jetzt auch die, sage ich mal, Frischluftzuleitung, die dann aus der Catch Can rauskommt. Hier ist dann die im Idealfall saubere, gefilterte Luft, die hier durch den Schlauch strömt und dann in den Originalanschluss geht. Kann man also alles auch wieder zurückbauen. Da unten haben wir, wie gesagt, auch ein Adapterstück genommen, was von der Kurbelgehäuse, da wo eben sozusagen die schlechte Luft kommt, die geht dann hier durch die Leitung in den Eingang von der Catch Can, wird hier gefiltert und wie gesagt im Idealfall dann sauber hoch in Richtung Ansaugung und Luftfilterkasten wieder zurück, damit das wieder ein geschlossener Kreislauf ist. Das sieht tatsächlich, finde ich, sogar sehr gut aus. Ich blende euch jetzt noch Bilder ein. Wir positionieren hier gleich eine GoPro mit einem Licht. Dann seht ihr, dass hier auch noch genug freigängig ist, wenn die Motorhaube geschlossen ist. Das ist ja auch wichtig. Wir haben auch hier jetzt ein bisschen Spiel sozusagen, wenn der Motor leicht kippt, dass da nichts passiert. Und wie gesagt, dann schrauben wir alles fest und somit wären wir dann durch. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Wenn ihr also so eine Kurbelgehäuseentlüftung bei eurem Hyundai auch installieren wollt, es geht sehr einfach. 25er Schlauch und das hier war jetzt ein, lasst mich noch mal gucken, was wir da hatten. 25er genommen und ein 14er, also 14er Schlauch zur Catch Can und 25er der Dicke dann für die Originalanschlüsse. Das ist natürlich aber auch immer ein bisschen davon abhängig, wie die Anschlüsse an eurer Catch Can sind. Also sprich, ob ihr dann da auch so dünne verwenden könnt oder die dicken. Ich würde auf jeden Fall so dünne empfehlen, die lassen sich viel leichter und schöner verlegen als jetzt so dicke. Die dicke haben wir nur genommen, um den Übergang eben hinzubekommen auf den Originalanschluss. Wie gesagt, wir hoffen, es war was Hilfreiches dabei. Jetzt kommen noch ein paar Bilder von innen, wie es aussieht, wenn man die Motorhaube schließt. Funktionieren tut alles. Schaltet gerne auch beim nächsten Video wieder mit ein. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.